Hallo, ich bin Inga und liebe die abstrakte Acrylmalerei. Die Leinwand, die heute vor mir liegt, ist 60 x 60 cm groß und ich bin mit meiner neuen Lieblingsfarbe, dem hellen Türkisgrün, gestartet. Es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, wie ich die Farbe auf die Leinwand bringe. In diesem Fall habe ich sie direkt aus der Tube aufgetragen und habe dann einfach mit einem flachen synthetischen Pinsel die Farbe so weit auf der Leinwand verstrichen, bis sie gleichmäßig verteilt war. Meine nächste Farbe, das Preußisch Blau, gebe ich relativ nah zum Rand des hellen Türkisgrüns auch auf die Leinwand und starte dann auch damit, dass ich die Farbe über die Leinwand ziehe und auch teilweise verblende, indem ich dann in der Gegenrichtung arbeite. Die Technik, Farben zu verblenden, eignet sich auch wirklich, um zur Ruhe zu kommen und seine Gedanken einfach fließen zu lassen und sich auch auf dieses Bild einstellen zu können. Um Farben verblenden zu können, müssen die einzelnen Farbschichten noch nass sein. Und je feiner mein Pinsel ist und je öfter ich über diese Stellen gehe, desto gleichmäßiger wird die Farbmischung zwischen den beiden Farben. Mit pastösen Farben wie denen von Amsterdam Acrylics brauche ich etwas mehr Geduld, bis sich die Farben miteinander vermischt haben, oder aber ich kann mir beim Verteilen der Farbe ein bisschen Wasser hinzufügen. Ich nehme noch einmal das helle Türkisgrün und trage das auf. Dadurch, dass jetzt eine andere Farbe vorher aufgetragen worden ist, wird auch die Verblendung der beiden Farben farblich anders aussehen als die Verblendung mit dem Preußisch Blau. Ich kann euch dieses Farbenverblenden einfach nur empfehlen. Man wird auch bei dieser Technik relativ ruhig. Die Verblendungen müssen also auch nicht exakt und ordentlich sein. Sie dürfen ruhig in den Mischungen etwas Spiel haben. Dann wirken sie sehr interessant. Wenn man die ganzen Farbverläufe sehr gleichmäßig haben möchte, dann empfehle ich euch, einen sehr breiten, feinen Pinsel zu verwenden und wirklich ganz oft über diese einzelnen Flächen zu gehen. Ihr werdet dann super schöne und sanfte Farbübergänge bekommen. Ich habe mich dann für das helle Neapelgelb entschieden und es aus der fast leeren Flasche auf die Leinwand zu geben, war tatsächlich grob fahrlässig, weil wenn man eine leere Tube oder Flasche hat und dann da drauf drückt, spritzt die Farbe heraus. Und diese Farbe hätte dann auch schon meine fertigen Verläufe treffen können. Ich empfehle daher, bei leeren Flaschen und Tuben das Ganze erst auf einen Teller zu geben und dann die Farbe auf die Leinwand aufzutragen. Für mich war danach mein Farbverlauf-Hintergrund fertig und damit ich weiterarbeiten konnte, habe ich den Hintergrund zunächst einmal angetrocknet.
Ich hatte dann die Idee, mir eine Lasur herzustellen. Und ich habe die Metallic-Farbe Gold genommen und ein bisschen von der Perlfarbe Violett und das Ganze mit Wasser sehr lange vermischt, bis ich wieder eine Konsistenz hatte, wo die Pigmente und das Wasser miteinander sehr gut verarbeitet waren. Die Lasur hat die richtige Konsistenz, wenn ihr keine Farbklümpchen und keine wässrigen Anteile mehr habt. Mit der Lasur erreiche ich, dass die darunterliegenden Farbverläufe noch sichtbar sind. Und je mehr ich von der Lasur auftrage, desto dicker wird die Lasierschicht und desto weniger kann ich durchgucken. Und das ist so etwas, mit dem ich auf diesem Bild spielen möchte. Ich habe vor, mir einen breiteren Streifen zu lasieren und dahinter werden die Farben dann teilweise verdeckt, scheinen aber noch durch. Ich werde hinterher in dem oberen Part, der auf dem rosafarbenen liegt, noch etwas mehr von der Lasur auftragen, um den Farbauftrag etwas deutlicher zu machen. Bevor ich dann weiterarbeite, wird auch der Bereich der Lasur angetrocknet. Ich habe mir jetzt Küchenkrepp unter den unteren Bereich der Leinwand gelegt, weil ich jetzt anfangen möchte, mit flüssiger Farbe zu arbeiten und diese Farbe über das Bild laufen lassen werde. Die Farbe, die sich in der Quetschflasche befindet, ist der gleiche Farbton wie der rosafarbene Farbton im oberen Teil. Und ich habe diese Farbe ursprünglich mal für das Acrylic Pouring angemischt. Es gibt dazu ein eigenes Video, wie ich Farben für das Acrylic Pouring anmische. Ich pure allerdings sehr, sehr selten, aber ich habe die Farben noch und setze sie manchmal auf meinen Bildern ein. Damit die Farbe vernünftig fließen kann, benötigt sie etwas Wasser, weil sie auch vor allen Dingen etwas länger im Regal gestanden hat. Mit der Zugabe von Wasser wird die Farbe etwas dünner, lasiert sozusagen, und mit der Farbe direkt aus der Quetschflasche habe ich dann eine etwas dickere Schicht. Ich experimentiere hier mit diesem Streifen. Ich gebe mal mehr oder mal weniger Wasser dazu und ganz zum Schluss gebe ich nochmal unverdünnte Farbe aus der Pouring-Flasche auf meine Leinwand und lasse diese etwas breitere und dickere Schicht einfach antrocknen, weil ich das, was daraus entsteht, auch richtig faszinierend finde.
Dann zeige ich euch einmal das Bild, bei dem die Laufspuren noch nass sind. Und ich habe das Bild dann tatsächlich so aufgestellt trocknen lassen. Ich war richtig gespannt darauf, wie das Bild wohl aussieht, wenn es an der Wand hängt und ob es mir gefällt. Und mir gefällt da tatsächlich einiges dran, nicht alles, aber es war ein wunderbares Experiment und ich wünsche euch, dass ihr auch etwas experimentiert, eure eigenen Ideen versucht umzusetzen. Und selbst wenn es beim ersten Mal noch nicht gelingt, einfach nur wahrnehmen, was ihr beim nächsten Mal anders machen würdet und es dann einfach anders machen. Das ist leichter gesagt als getan, da gehört auch eine Menge Übung dazu, aber ich kann euch nur empfehlen, das dann einfach als Tatsache hinzunehmen, um beim nächsten Mal damit anders umzugehen. Dann möchte ich euch gerne noch etwas mitteilen. Ich hatte ja gesagt, dass es ein paar Dinge gibt, die auf mich zukommen werden. Und zwar muss ich beruflich noch eine Prüfung ablegen und vorher auch noch Abendkurse besuchen. Und das wird also die nächste Zeit etwas prägen. Es wird dann so aussehen, dass ich nächste Woche noch ein neues Video für euch machen werde. Und danach werden zunächst einmal schöne ältere Videos herausgesucht. Ich kann euch auch nicht versprechen, im Live-Chat zu sein. Das werde ich aber dann situationsbedingt entscheiden. Mir ist der Kanal sehr ans Herz gewachsen. Ich muss aber auch sagen, dass Berufliches vorgeht. Und deshalb habe ich mich jetzt für diesen Kompromiss entschieden. Ich gehe davon aus, dass der komplette Oktober kein neues Video zeigen wird. Aber wer sich Sonntagabends gerne ein Video angucken möchte, es wird also eins vorhanden sein. Und im November starte ich dann wieder mit neuen Videos. Nur vor der Prüfung wird es dann nochmal ein Video geben, welches dann eben auch wieder etwas älter ist. Ich hoffe da tatsächlich auf euer Verständnis und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin meinen Kanal schaut. Ich wünsche euch in dieser Zeit alles Gute. Ihr könnt mir schreiben und kommentieren. Ich lese das. Ihr wisst auch, dass ich euch antworte und ich denke, wir bleiben ganz einfach so verbunden. Ich danke dir sehr fürs Zusehen. Ich danke dir vor allen Dingen sehr fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.